Moin moin Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid, freut mich megamäßig. Ja, letztes Jahr habe ich ja unten Kartoffeln angepflanzt. Da war ich super motiviert und habe, glaube ich, 8 Reihen angepflanzt. Die Dinger sind auch am Anfang abgegangen wie ein Zäpfchen. Man muss aber dann sagen, irgendwie nach ungefähr einem Monat, 1,5 Monaten, haben die Kartoffeln alle so braune Flecken an den Blättern entwickelt. Und weitere 2 Wochen später waren die alle kaputt. Ich habe dann noch mal ganz schnell alles rausgeholt, was noch da war, aber das war leider, hat das nicht mehr geklappt. Ich habe so einen kleinen Bottich davon voll gehabt, alles andere war kaputt gegangen. Und das war leider Kartoffelfäule. Kartoffelfäule, die Erreger von der Kartoffelfäule bleiben auch sehr lange im Boden. Deshalb habe ich mir für dieses Jahr gedacht, ich werde das ganze Ding in Kübeln machen. Als erstes habe ich mal Christine gefragt, wie viel Kartoffeln brauchen wir eigentlich, weil mich das immer stört, dass man alles reintut und dann hat man plötzlich so einen riesen Haufen und die musste dann lagern, dann werden die faul. Und Christine sagte mir, wir brauchen immer so alle 2-3 Wochen brauchen wir so einen Sack von 2,5 Kilo Pi mal Daumen. Dann habe ich mir gedacht, ich werde mal das Jimmy Habich Kartoffelrotationsprinzip machen. Das heißt, ich habe mir solche Kübel besorgt und da werde ich alle 2 Wochen Kartoffeln drin anpflanzen, so dass ich dann immer frische Kartoffeln ernten kann über das gesamte Jahr. Kartoffeln brauchen Pi mal Daumen so 100 bis 120 Tage, bis sie reif sind. Deshalb brauche ich insgesamt 6 von diesen Kübeln und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Los geht's! Bevor ich loslege, ganz kurz was zu den Kübeln, die ich ausgewählt habe. Im Netz findet man ja ganz viele Anleitungen zu den Kartoffeln, die angepflanzt werden in diesen Speisfässern. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil wenn ihr euch mal so ein Speisfass kauft im Baumarkt, das sind ja glaube ich irgendwie 2 Euro, 3 Euro für so ein Ding, zumindest hier in Portugal, und ihr haltet mal die Nase da rein, ey, das Ding stinkt bis zum Himmel nach Chemikalien, weil es einfach wirklich echt billiges Plastik ist. Und genau deshalb möchte ich eigentlich nicht, dass ich meine Kartoffeln da drin anpflanze und habe mich mal auf die Suche gemacht, was könnte man sonst noch nehmen. Ich habe auf der einen Seite diese Behälter gefunden, da haben die mir gesagt, dass das wirklich echt hochwertige Behälter sind aus recyceltem Plastik. Ich habe meine Nase reingesteckt und die riechen bei weitem nicht so. Und ich habe diese Container gefunden, das sind richtige Pflanzenkübel. Achtet auch darauf, dass ihr Kübel nehmt, die groß genug sind. Also ich habe zum Beispiel hier welche, die haben 42 und 45 Liter. Da passt so ein Sack Erde wunderbar rein und ich glaube einfach, dass ihr damit auch den Aufwand einfach rechtfertigt, weil ihr dann auch entsprechend viele Kartoffeln daraus kriegen werdet. Woran man auch denken sollte, ist, dass man vielleicht keine schwarzen Kübel verwendet, weil die werden in der Sonne wirklich richtig heiß und das hemmt dann auch irgendwann das Kartoffelwachstum. Wenn die Erde zu warm wird, dann funktioniert das nicht. Okay, das war's soweit. Ich würde sagen, los geht's. So, als erstes bereite ich die Erde vor. Ich habe darauf geachtet, dass das eine komplett biologische Erde ist. Da mein Kompost unten noch nicht fertig ist und ich auch so ein bisschen vorsichtig bin mit diesen Krankheitserregern, habe ich erstmal diesen Kompost hier gekauft. Auch wenn Kartoffeln sehr genügsame Pflanzen sind und häufig gesagt wird, dass sie gerne große Düngung brauchen, habe ich hier erstmal von den Hühnern Hühnermist geholt. Nach dem Motto, viel bringt viel, werde ich da Hühnermist drunter machen, damit die richtig abgehen. So, los geht's! Achtet immer darauf, dass die Erde wirklich schön fluffig und leicht ist, weil das wirklich für das Wachstum der Kartoffeln sehr vorteilhaft ist. Okay, hier seht ihr, ich habe schon mal ein paar Kartoffeln vorgekeimt. Man legt die einfach nur unten in den Keller oder beziehungsweise irgendwo, wo ein bisschen Licht ist, und dann kennt ihr das auch, wenn ihr mal Kartoffeln etwas länger liegen lasst, dann kommen hier entsprechend diese Triebe raus. Wenn man ganz nah rangeht, sieht man, dass hier schon die ersten Wurzeln kommen und hier auch schon die ersten Blätter austreiben. Um die anzupflanzen, mache ich das wie folgt. Ich nehme ungefähr 1/3 des Topfes, fülle ich mit der Erde. Wenn ihr die Kartoffeln einsetzt, achtet darauf, dass ihr den Trieb nach oben zeigen lasst. Und die Kartoffel wird so zwischen 10 und 15 cm tief in die Erde reingesetzt.
erste ist drin. Worauf ihr immer achten solltet, ist, dass die Kartoffeln auf keinen Fall Staunässe haben sollen. Das heißt, ihr könnt auch unten teilweise sogar ein bisschen so Steine reinlegen oder so Split reinlegen, damit das Wasser gut ablaufen kann. Hier in diesem Topf sind auf jeden Fall genügend Löcher, damit das Wasser nach unten hin super ablaufen kann. So, jetzt zeige ich euch noch, wie ich diese Kartoffeln häufe. Das hat eigentlich den riesengroßen Vorteil, dass wenn der Trieb von unten austreibt, dass der immer wieder neue Erde an dieser Seite bekommt, wo dann die Kartoffeln an der Seite rauswachsen können. Ihr braucht eigentlich nur den Trieb ein bisschen zur Seite zu packen, legt die Erde drumherum. So, das war es eigentlich schon. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass wenn ein Trieb so ein bisschen bedeckt ist von der Erde, dass der kaputt geht. Kartoffeln haben wirklich richtig Power. Die wachsen dann einfach durch die Erde, die ihr oben drauf gelegt habt, wachsen die wieder oben raus. Der Vorteil davon, wenn ihr die häufelt, ist, dass eure Ernte wesentlich größer wird, weil die Kartoffeln einfach an den Seiten immer die Triebe entwickeln und von dort aus dann die Kartoffeln in die Erde wachsen. Willst du mal meine Kartoffeln gucken und du auch? Ihr wollt beide die Kartoffeln mal checken, hä? Ihr beiden Knallis? Ja. Ja. Gut, dass ihr keine Männchen seid und nicht an meine Kartoffeln dran pieselt. So sieht's aus. Diese Kartoffeln, die habe ich ungefähr vor 6 Wochen gepflanzt. Und das, was man hier sieht, ist, dass hier schon die Blüten rauskommen. Das sieht man hier echt wunderbar. Ich gehe davon aus, dass sie wahrscheinlich noch so 2-3 Wochen brauchen. Und dann kann ich die ersten Kübel schon ernten. Ich bin wirklich gespannt, wie viel Kartoffeln ich da rausbekommen kann. So, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Freut mich sehr. Wenn euch das Video gefallen hat, dann super gerne ein paar Likes geben oder auch vielleicht abonnieren oder kommentieren. Das hilft meinem Kanal megamäßig. Ich wünsche euch auf jeden Fall total schöne Ostern, habt Spaß und ich sag mal, bis zur nächsten Kartoffelernte. Bis bald, ciao!